Es gibt Menschen, die reden nicht einfach nur mit dir. Sie beobachten dich, testen deine Reaktionen und finden heraus, wie leicht du zu beeinflussen bist. Das passiert nicht immer bewusst. Aber Manipulatoren haben feine Antennen dafür, ob jemand souverän ist oder leicht unter Druck gerät. Die gute Nachricht: Wenn du diese Tests erkennst, kannst du sie nicht nur bestehen, sondern du wirkst sofort stärker, klarer und unangreifbar. Heute sehen wir uns an, wie Manipulatoren dich testen und welche Antworten dich sofort in eine souveräne Position bringen. Test 1: Der Schweigemoment. Einer der einfachsten Tricks: Der andere sagt etwas und schweigt dann einfach. Viele Menschen fühlen sich unwohl und reden sofort weiter, rechtfertigen sich oder geben mehr Preis, als sie eigentlich wollten. Stell dir vor, du sitzt im Bewerbungsgespräch. Der Personaler fragt: Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Du gibst eine klare Antwort und er schweigt. Kein Nicken, kein Kommentar, nur Stille. Viele Menschen rutschen jetzt nervös hin und her, reden weiter, plappern sich um Kopf und Kragen. Doch genau darauf wartet ein Manipulator. Das Schweigen ist eine Falle, damit du die Lücken füllst. Wie bestehst du? Ganz einfach. Bleib ruhig, atme und lass die Stille stehen. Ein souveräner Mensch hat keine Angst vor Pausen. So signalisierst du: Ich lasse mich nicht drängen. Test 2: Kleine Provokation. Manipulatoren werfen oft kleine Sticheleien ein. Ein Kommentar wie: Ach, du bist aber heute nervös. Oder: Das Outfit ist interessant. Das klingt harmlos, aber in Wahrheit ist es ein Test. Sie wollen herausfinden, ob du dich sofort rechtfertigst oder gekränkt reagierst. Stell dir vor, du bist auf einer Familienfeier. Dein Onkel sagt spöttisch: Na, hast du immer noch keinen richtigen Job? Jetzt gibt es zwei Wege. Der eine fühlt sich getroffen, fängt an zu erklären, rechtfertigt sich und wirkt dadurch unsicher. Der andere bleibt gelassen. Ein einfaches Aha oder ein neutrales Lächeln genügt vollkommen. Denn je weniger du auf Provokationen eingehst, desto schneller verliert der Manipulator das Interesse. Test 3: Übertriebene Freundlichkeit. Nicht alle Tests sind negativ. Manchmal überhäufen dich Manipulatoren mit Komplimenten. Wow, du bist wirklich außergewöhnlich klug. Du bist genau der Mensch, den ich schon immer gesucht habe. Das klingt gut. Doch in Wahrheit ist es oft ein Test, ob du auf diese Überhöhung hereinfällst und dich abhängig machst. Beispiel: Ein Kollege am ersten Arbeitstag legt es richtig dick auf. Er sagt dir 10-mal, wie großartig du bist. Er überhäuft dich mit Lob. Und kurz darauf bittet er dich, seine Arbeit mitzumachen. Das Kompliment war nur der Köder. Wie bestehst du? Nimm das Kompliment an, aber neutral. Sag einfach Danke. Und geh dann zum Thema zurück. So zeigst du, du freust dich über Anerkennung, aber du brauchst sie nicht, um dich wertvoll zu fühlen. Test 4: Druck durch Eile. Ein weiterer Trick: Manipulatoren setzen dich unter Zeitdruck. Du musst dich sofort entscheiden. Wir haben keine Zeit zu überlegen. Das Ziel ist klar. Sie wollen sehen, ob du hektisch wirst und Entscheidungen triffst, die dir später schaden. Vielleicht kennst du das von windigen Verkäufern. Dieses Angebot gilt nur heute. Wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, ist die Chance vorbei. Viele Menschen fühlen sich dadurch gehetzt und machen Fehler. Wie bestehst du? Indem du gelassen bleibst und die Kontrolle zurückholst. Sag klar: Ich treffe keine wichtigen Entscheidungen unter Druck. Allein dieser Satz zeigt, dass du deine innere Ruhe behältst. Und weißt du was?
Die meisten angeblich einmaligen Angebote sind auch morgen noch gültig. Test 5: Schuldgefühle erzeugen. Manipulatoren lieben es, Schuld als Werkzeug einzusetzen. Nach allem, was ich für dich getan habe. Oder wirklich? So behandelst du mich? Das Ziel: Du sollst dich schlecht fühlen und sofort nachgeben. Ein typisches Beispiel: Eine Freundin bittet dich um einen Gefallen. Du sagst nein, weil du einfach keine Zeit hast. Plötzlich kommt: Echt jetzt? Nach all den Jahren? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Zack, die Falle schnappt zu. Doch hier ist die Wahrheit. Wer dich wirklich respektiert, nutzt kein schlechtes Gewissen als Druckmittel. Wie bestehst du, indem du Schuldgefühle nicht annimmst? Sag zum Beispiel: Ich verstehe, dass du enttäuscht bist, aber meine Entscheidung bleibt. Das ist respektvoll, aber klar. Test 6: Ständige Unterbrechungen. Ein Klassiker in Gesprächen. Der andere fällt dir ständig ins Wort. Es ist ein Test, ob du dich klein machen lässt oder ob du deine Position behältst. Stell dir vor, du erklärst in einer Besprechung deine Idee. Kaum hast du einen Satz gesagt, platzt jemand dazwischen. Ja, aber eigentlich, viele lassen das mit sich machen und hören sofort auf zu reden. Damit signalisierst du unbewusst: Mein Wort ist nicht wichtig. Die Lösung: Rede ruhig weiter oder sag: Lass mich den Gedanken kurz beenden. So setzt du Grenzen, ohne Aggression. Und du wirst merken, allein diese kleine Klarheit verändert sofort die Dynamik im Gespräch. Test 7: Überforderung durch viele Fragen. Manchmal kommen Manipulatoren mit einer Reihe schneller Fragen. Wo warst du? Warum hast du nicht angerufen? Mit wem warst du unterwegs? Das Ziel ist klar. Sie wollen dich aus dem Gleichgewicht bringen, damit du dich verhedderst. Stell dir vor, du kommst abends nach Hause. Jemand bombardiert dich mit Fragen, ohne Luft zu lassen. Viele Menschen versuchen, alles gleichzeitig zu beantworten und verlieren die Kontrolle. Wie bestehst du, indem du das Tempo rausnimmst? Antworte kurz oder sage: Eine Frage nach der anderen bitte. Du bestimmst den Rhythmus, nicht der andere. Und allein dieser Satz dreht die Machtverhältnisse um. Test 8: Angebliche Insider-Informationen. Ein raffinierter Trick: Alle sagen, dass du schwierig bist. Oder: Ich habe gehört, man kann dir nicht vertrauen. Das ist ein Test. Springst du sofort in die Verteidigung oder bleibst du ruhig? Stell dir vor, ein Kollege flüstert dir zu: Die anderen im Team reden schon über dich. Viele würden sofort anfangen, sich zu rechtfertigen. Doch das macht dich nur schwächer. Die Lösung: Frag gelassen nach. Wer genau sagt das? Woher hast du diese Information? In den meisten Fällen zerfällt die Behauptung sofort, weil sie ausgedacht ist. Und selbst wenn nicht, deine Gelassenheit zeigt, dass du kein Opfer von Gerüchten bist. Test 9: Grenzen überschreiten. Manipulatoren testen oft, wie weit sie gehen können. Sie nehmen sich Dinge, die dir gehören, oder sie machen Witze auf deine Kosten. Ein Beispiel: Ein Bekannter durchsucht einfach deine Schubladen. Oder jemand nimmt ohne zu fragen dein Getränk. Das wirkt harmlos, ist aber ein Test. Wie weit kann ich gehen, ohne dass du stoppst? Wenn du das schweigend hinnimmst, wissen sie: Hier kann ich machen, was ich will. Wie bestehst du, indem du klar stoppst? Das ist meins. Oder: Darüber mache ich keine Witze. Grenzen setzen ist keine Härte. Es ist Selbstrespekt. Und jedes Mal, wenn du eine Grenze ziehst, wächst dein Ansehen. Test 10:
unklare Vereinbarungen. Ein weiterer Test: Manipulatoren vermeiden klare Absprachen. Wir sehen uns irgendwann. Mach das einfach mal. Das Ziel: wenn später etwas schief geht, bist du schuld. Beispiel: Ein Chef sagt, bereite bitte das Projekt vor. Aber ohne Deadline, ohne Details. Wenn du dann etwas falsch machst, heißt es, so war das nicht gemeint. Wie bestehst du, indem du Klarheit einforderst? Wann genau passt es dir? Was genau soll ich tun? Das macht Manipulation fast unmöglich. Und du zeigst, du nimmst Verantwortung ernst, aber nicht vage Schuldzuweisungen. Test 11: Mitleid als Druckmittel. Wenn du das nicht machst, geht es mir wirklich schlecht. Viele Manipulatoren nutzen Mitleid, um dich gefügig zu machen. Vielleicht kennst du das aus einer Beziehung. Wenn du heute nicht kommst, weiß ich nicht, wie ich klarkomme. Klingt nach Nähe, ist aber Erpressung. Wie bestehst du, indem du Mitgefühl zeigst, aber nicht nachgibst? Sag, es tut mir leid, dass es dir so geht, aber meine Entscheidung ändert sich nicht. Das trennt Empathie von Kontrolle. Du zeigst Herz, aber auch Rückgrat. Test 12: Übertreibung von Konsequenzen. Wenn du das machst, wird alles kaputt gehen. Das hat schlimme Folgen. Oft ist das nur Panikmache. Ein klassisches Beispiel: Ein Geschäftspartner sagt, wenn du nicht sofort zustimmst, wird das ganze Projekt scheitern. Die Realität? In 9 von 10 Fällen passiert gar nichts. Wie bestehst du, indem du Fakten einforderst? Welche genauen Folgen meinst du? Kannst du das belegen? So zerfällt die Übertreibung und du stehst klar da, unbeeindruckt von Drohkulissen. Fazit: Manipulatoren testen dich ständig, ob bewusst oder unbewusst. Die gute Nachricht: Du musst keine komplizierten Taktiken lernen. Meist reicht es, ruhig zu bleiben, Grenzen klar zu benennen und keine überstürzten Reaktionen zu zeigen. Jeder dieser Tests ist in Wahrheit eine Chance, eine Gelegenheit, deine innere Stärke zu zeigen. Und je öfter du diese Situation souverän meisterst, desto weniger Angriffsfläche bietest du. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze den Kanal mit einem Like und einem Abo. So verpasst du keine neuen Impulse, die dir helfen, klarer zu denken und selbstbewusster zu handeln. Schaue dir auch die nächsten Folgen der Serie Gefährliche Psychotricks. Das nächste Video wartet schon auf dich.